Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Falk Willi Wild und ich nehme Sie heute mit in die Karibik. Nein, nicht nach Kuba, auch nicht nach Jamaika, nein, in die sogenannte friesische Karibik. Ich steuere hier diese Fähre und zwar zur schönen Nordseeinsel Föhr. Föhr, das sind breite Sandstrände, das ist grüne Natur und ein prima Klima. Tja, wie in der Karibik, das alles nur in Schleswig-Holstein. Ja, habe ich Sie neugierig gemacht? Dann zeige ich Ihnen jetzt meine Insel Föhr. Darf ich ein bisschen schneller fahren? Ja. Gut, dann machen wir das. Die Deiche und die Schafe gleich hinter Wiek auf Föhr laden mich ein zu einer ersten Fahrradtour. Ganz sicher der beste Weg, um sich der Insel anzunähern. Und bei dem frischen Wind hier draußen obendrein noch eine sportliche Übung. Mein Guide Hermann Hinsberger weiß so gut wie alles über Föhr und über den Nationalpark Wattenmeer. Ihn hat es vor Jahren aus dem Süden Deutschlands hierher verschlagen. Heute zeigt er Besuchern das, was mittlerweile seine friesische Heimat ist. Weiter landeinwärts Marschland und Salz- und Seegraswiesen. Ein einzigartiges Naturparadies, ländliche Idylle. Und plötzlich erhebt sich aus der Ebene eine frühmittelalterliche Befestigung. Jetzt sind wir hier an der Lembecksburg. Das ist ein alter Ringwall und das ist halt schon sehr stark und sehr groß für unsere Verhältnisse. 9 bis 10 Meter hoch, das ist schon ziemlich viel. Hier hatten sich ab dem 7. Jahrhundert Friesen und Wikinger niedergelassen. Das ist also nicht jetzt der eigentliche Mittelpunkt der Insel, also geografisch der Mittelpunkt, aber im Grunde genommen ist es der Mittelpunkt. Denn wenn ich da oben stehe an der Lembecksburg, da kann ich die ganze Insel überblicken. Es ist ja auch ein mystischer Ort. Es ist ein starker mystischer Ort. Das ist sozusagen unser Ayers Rock, was für die Aborigines sozusagen Ayers Rock ist. Das ist für uns hier auf der Insel, ist die Lembecksburg. Ne? Ein mystischer, starker Platz. Föhr mit seinen Wiesen und Äckern ist grün, beschaulich und vielseitig. Ein Eldorado für Radfahrer und für Liebhaber kulinarischer Herausforderungen. Kennen Sie Kohlpudding? Ja, genau, Kohlpudding. Moin. Moin. Bitte schön, dann wünsche ich Ihnen guten Appetit. Dankeschön, danke. Gerne. Ich probiere jetzt mal diesen Kohlpudding. Aha, mit süßem Pudding hat das hier allerdings nichts zu tun. Mit Kohl schon. Und mit ganz viel Hackfleisch. Sehr, sehr lecker. Nur zu empfehlen. Richtig gut. Die Windmühle von Oldsum. Eine von 5, die sich über die ganze Insel verteilen. Mit dem Fahrrad leicht zu erreichen. Und immer wieder tauchen kleine idyllische Dörfer vor mir auf. Und fast überall gepflegte Vorgärten, von Alleen eingerahmt und geheimnisvoll urwüchsig. Viele redgedeckte Häuser erzählen vom Wohlstand Föhrs, als die Kapitäne von der Insel die 7 Weltmeere befuhren. Die Insel Föhr, das ist ganz viel Tradition und gelebte Geschichte. Das Handwerk der Reetdachdecker ist ein Beispiel dafür. Diese Jungs hier haben gut zu tun, denn auf Föhr gehören Reetdächer zum gewohnten Stadtbild. Etwa alle 6 Jahre müssen die Dächer kontrolliert und gegebenenfalls ausgebessert werden. So wie hier. Reetdächer sehen nicht nur schön aus, sie isolieren auch gut, sie verringern im Winter den Wärmeverlust, im Sommer hemmen sie das Aufheizen der Räume, sie sind sturm- und regensicher und atmungsaktiv. Und das Tollste? Reetdachdecken ist wieder ein Lehrberuf, also eine Tradition, die Zukunft hat. Manche Traditionen dagegen sind auf Föhr nur noch im Friesenmuseum von Wiek lebendig. Der Walfang etwa. Die ausgestellten Unterkieferknochen von Blauwalen auf dem Außengelände. Zeugnis einer Zeit, die der Insel Wohlstand beschert hat. Denn Anfang des 17. Jahrhunderts sorgte der Walfang im Polarmeer für hohe Gewinne. Und gerade holländische Reeder rüsteten ihre Fangflotten gern mit nordfriesischen Seeleuten aus. Also auch von Föhr.
Ein gefährlicher Job und so mancher Seemann fand dabei den nassen Tod. Um die Hinterbliebenen kümmerte sich die Dorfgemeinschaft auf Föhr. Gelebte Solidarität. Man hielt zusammen. Festgemauert wacht der Kirchturm von St. Laurenti über der Gemeinde Süderende. Hier können Besucher viel über die Zeit der Kapitäne und Walfänger erfahren. Auf dem Friedhof nämlich berichten die sogenannten sprechenden Grabsteine vom bewegten Leben und Sterben der Föhringer Seefahrer. Und das auf sehr anschauliche Weise. Die Besonderheit an den Grabsteinen in Süderende ist diese Schiffssymbolik. Wenn hier viele Segel offen wären, also unter offenen Segeln, wäre dieser Mensch jung gestorben und hier sind alle Segel eingeholt. Dieser Mensch ist also sehr alt gestorben und zwar wurde der Jakob Kettelsen, hier steht es, 85 Jahre und 12 Tage, hatte 24 Enkel und 6 Urenkel, also ein erfülltes Leben. Übrigens hat mich auch die Kirche sehr beeindruckt. Auf dem Kreuzrippengewölbe im Inneren barocke Wandmalereien aus dem 17. Jahrhundert. Der Künstler ist leider unbekannt. Ein tiefer Gottesglauben und die christliche Seefahrt. Das muss damals auf Föhr eine besonders starke Verbindung gewesen sein. Weit geht vom Anwesen Walem der Blick übers Wattenmeer. Hier bei Niblum treffe ich Frederik Paulsen, Unternehmer, Forscher und Mäzen, dessen Vorfahren von Föhr stammten. Mein Vater kommt aus Nordfriesland Ja. und die Familie ist ursprünglich hier aus Föhr seit 400 Jahren. Aha. Und während des Krieges ging mein Vater nach Schweden und hat da geheiratet und so bin ich Schwede geworden. Aha. Das heißt also, aber das Heimatgefühl ist hier auf der Ja, Insel? wir waren jeden Sommer hier und dann habe ich mein Studium hier in Kiel gemacht, Ja. bei der Christian-Albrechts-Universität. Und das war ja ganz lustige Zeiten damals. Die Wochenenden auf Föhr, das war Ja. Donnerstag bis Dienstag. So. Walem, das ist heute ein Weingut, aber auch ein Rückzugsort für wissenschaftliche Tagungen und ein recht exklusiver Ort. Die Zimmer mit viel Liebe eingerichtet, allesamt im Stil des 19. Jahrhunderts und immer landestypisch geprägt. Sie bauen Wein an. Ich fand das ungeheuer verrückt, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass man hier Wein anbauen kann. Am Anfang war das wohl, soll man sagen, gewöhnungsbedürftig. Aber jetzt inzwischen haben wir eine ziemlich gute Qualität. Ja. Nebenan da machen wir Rotwein und das ist was ganz Neues, weil das macht keiner hier. Wir haben eine Weinsorte hier gepflanzt, Solaris. Solaris ist in Wiesbaden, da gibt es ein Institut, die Weine entwickelt. Das ist eine Rebsorte, die besonders für den Norden gedacht ist. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert jetzt inzwischen. Das Problem ist, 4 Jahre warten, das ist ja ein langer Weg. 4 Jahre, ja? Ja. Und dann gibt es also nach 4 Jahren die erste Ernte. Ja. Und dann weiß man, ob es also die müssen ja erst mal 4 Jahre mitmachen. Ja, genau. Man sagt, auf 1 Hektar, Ja. um eine Idee zu geben, bekommt man Ja. 3.000 bis 4.000 Flaschen. Wir haben jetzt 2 Hektar, das macht auch so Ja. etwa 8.000 Flaschen. Und wir haben ja gerade 8.000 Einwohner auf der Insel, so das passt ja ganz gut. Fest steht, für seine Lage so weit im Norden bringt das Weingut recht erstaunliche Weine hervor. Was mir auffällt bei Ihren Weinen ist dieses wunderbare Etikett. Das ist immer der Eisbär in verschiedenen Varianten. Der Bezug zum Eisbären, weswegen? Ja, wir sind ja hier im Norden, es ist ja kalt. Eisbär ist ja auch ein Symbol des Nordens irgendwie. Ja. Persönlich bin ich auch engagiert in Polarexpeditionen und ich habe dann 2 Eisbären mitgebracht aus Grönland, die hier stehen. Und da haben wir die Idee gehabt, dass wir das alles zusammenbringt und versucht, was Kühles und Nördliches zu machen. Ja, die würde ich mir sehr, sehr gerne anschauen, die Eisbären. Also, zum Wohl. Ah, da stehen sie, die Eisbären von Walem. Das Wappentier des Weingutes soll eben auch an die Eisbären erinnern, die durch den Klimawandel zusehends ihren Lebensraum verlieren. Und sie stehen beispielhaft für das Engagement Frederik Paulsens in der Klima- und Polarforschung.
Die Förderung friesischer Kultur, ebenfalls ein Anliegen Paulsens. Die Stiftung des Museums Kunst der Westküste, sein Geschenk an die Einwohner von Föhr. Zentrales Thema der Sammlungen: Meer und Küste. Von den Niederlanden über Deutschland und Dänemark bis nach Norwegen. So behandelte etwa eine Sonderausstellung rund 200 Jahre Badekultur und Strandleben auf Föhr. Mit allerlei eindrücklichen Motiven und Exponaten aus der Kaiserzeit. Bilder aus einer Epoche, in der sich Föhr zu einem europaweit beliebten Erholungsort mauserte. Beim Rundgang staune ich nicht schlecht. Schon damals wurden Badeanzüge immer freizügiger. Und das in einer Zeit, als das Baden in der Öffentlichkeit noch eine züchtige Angelegenheit war. Frisch, frei, fröhlich, fromm, hat Turnvater Jan mal gesagt. Und damit ganz offensichtlich den modernen Fitness-Lifestyle vorweggenommen. Tja, das waren noch Zeiten, als die Herren der Schöpfung in Schlapperhosen ihre Muskeln stählten. Beeindruckend. Ganz wunderbar auch die Bilder des Berliner Malers Otto Heinrich Engel, der häufig auf Föhr zu Besuch war und das Inselleben auf der Leinwand so festhielt, als wäre es gestern gewesen. Zum Beispiel hier ein Kinderfest. Das ist ein Bild von, wie das Leben damals war. Die große Familien, die Dorfgemeinschaft, wie man da zusammenkommt. Das ist ein fantastisches Bild. Und das hängt gerade hier, wo es diese Kinderfest sich ausgespielt hat, vor 110 Jahren. Am nächsten Morgen ist am Hafen von Wiek schon der Teufel los. Genau, Fischmarkt. Hinter den Kulissen haben fleißige Hände längst schon das hergerichtet, was vielen Besuchern bereits das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Frischer Fisch und frische Krabben. Moin. Moin. Ich hätte sehr gerne so ein Krabbenbrötchen. Ein Krabbenbrötchen. Ja? Jawohl. 6,50 € bitte. Ist ja fast geschenkt. Das ist fast geschenkt. Ja. So. Dankeschön, einen schönen Tag dann noch. Ja, danke. Okay, Gleichfalls. Tschüss. Krabbenbrötchen, wunderbar. Ja, Es wird musst du nachts gepult. reinbeißen. Ich beiß rein, ja? Ja. Voll. Ach, der Norden schmeckt ja so gut. Das war sehr, sehr lecker. Und wenn man die aber richtig frisch genießen will, dann muss man sie poolen können. Ja, und da kommst du ins Spiel, Ute. Wie poolt man so eine Krabbe? Weil das kann ich überhaupt nicht. Das ist ganz einfach. Die nimmst du, machst so, drehst einmal, ziehst und dann hast du eine fertig. Gut, dann versuche ich das mal. Einfach so, gerade So, machen, ja. drehen, Zu mir? ganz egal wohin. Ja, hast du sie abgebrochen. Abgebrochen, okay. Und dann ziehst du das einfach raus. Machen wir eine neue. Neue. 1, 2, 3. Jetzt wird's. Jetzt. Ich hab's. Ja. Siehst du? Jetzt funktioniert's. Das ist Sieht meine aus. erste. Gut, super. Und könnte ich jetzt auch sofort? Ja, aber tust du nicht. Okay. Boah. Toll. Hier. Und? Und da habe ich wieder einen. Große Freude. Wieder einer. 1, 2, 3. Rausholen, komm. Du sollst nicht essen. So, Ute, also das ist hier euer typisches Halligbrot. Warum heißt das eigentlich so? Weil das aussieht wie so eine Hallig mit dem Vollkornbrot, dem Spiegelei da drüber. Das sieht eigentlich aus wie eine Hallig. Also das Spiegelei ist die kleine Insel. Ja, genau. Toll. Schmeckt super. Ich bin froh, dass ich nicht so viele beim Schälen und Poolen genascht habe. Sind noch welche übrig? Dass noch welche übrig geblieben sind. Danke, dass du so streng warst, Ute. Thema Golf. Ein Freizeitvergnügen auf Föhr seit fast 100 Jahren. 2009 entstand südlich von Niblum diese erweiterte 27-Loch-Anlage nach den Plänen des Düsseldorfer Architekten Christian Althaus. Gewiss eine der schönsten Golfplätze Deutschlands. Anlass genug für einen Grundkurs bei Achim von Stutterheim, dem Präsidenten des Golfclubs Föhr. Schon lange will ich wissen, was Golfspielen ausmacht. Das Besondere am Golfspiel ist, dass man lernt Disziplin und vor allen Dingen klassischerweise Demut. Weil man kann es noch so häufig trainieren, man kann es jeden Tag betreiben und wird doch immer wieder an die Grenzen herangeführt und muss dann miterleben, dass man doch nicht alles beherrscht, so wie man es gern hätte. Also das heißt, nach dem Schlag ist vor dem Schlag. Nach dem Schlag ist vor dem Schlag und der kürzeste Golfwitz ist, ich kann's.
Gut, wunderbar. Ja. Das geben wir einfach mal mit. Ich liebe Segeln. Bei einer kräftigen Brise wage ich mich mit Skipper Ali Kiefer raus auf die See. Doch bald muss ich kräftig anpacken, denn der Wind wird stärker und eine echte Herausforderung. Und dann, ganz plötzlich, hat sich das Focksegel in der Takelage verheddert. Ali macht sich auf zum Bug und ich werde kurzerhand zum Steuermann. Meine Güte, jetzt bloß keine hektischen Manöver. Bange Minuten für mich und Ali Kiefer. Naja, schließlich haben wir das Focksegel dann doch wieder fixiert. Und die Segelyacht Jummy durchpflügt ruhig und sanft die Nordseewellen. Nach dieser Aufregung wird es dann doch noch ein entspannter Segelturn. Das Watt bei Ebbe. Schnittstelle zwischen Land und Meer. Ein einzigartiger Naturraum. Zusammen mit einigen wetterfesten Freunden stapfe ich über Sand und Schlick. Vom Nationalpark Haus Föhr ist Walter Stubenrauch dabei. Auch wenn sich das Wasser zurückgezogen hat, das Wattenmeer ist höchst lebendig. Eine Kinderstube für viele Meeresbewohner. Ein feuchtes Zuhause für rund 10.000 Arten von einzelligen Organismen bis zu anderem Kleingetier. Das ist also der Bäumchen-Röhrenwurm und von denen gibt es im Watt bis zu 1500 Stück auf einem einzigen Quadratmeter. Haben Sie gewusst, dass sich der Bäumchen-Röhrenwurm aus Sandkörnern und Muschelstückchen kunstvolle Wohnbauten zusammenklebt? Wenn er Hunger hat, kommt er nach oben und frisst hier oben seine Baumkrone leer. Denn die fängt Plankton. Schon erstaunlich, was sich da unter den Füßen der Wattwanderer so alles im Schlick verbirgt. Ein Wunder der Natur. Und dass dieser Modder ganz ohne Würmer die Haut reinigt und ihr Mineralien zuführt, ist ein praktischer Nebeneffekt. Ich schmiere jetzt den Rücken ein und das geht so vom Nacken aus über den gesamten Rücken. Das ist schön warm. Ja, Das ist toll. ist angenehm so. Ja. Das heißt, das, was sonst an kleinen Teilen im Schlick noch sind, das wird klein gemahlen, oder? Ja. Und der Geruch, also ich hätte ihn mir echt schlimmer vorgestellt. Ja, es ist schon manchmal ein hoher Schwefelanteil dabei. Aha. Das Ganze natürlich auch sehr delikat. Und ich finde gerade im Gesicht, das ist ein ziemlich gutes Gefühl. Und genau die Stellen werden dann nicht mehr so fettig sein, wie sie vorher waren. Toller Tipp. Ach ja, herrlich. Und dann ausruhen. Jetzt weiß ich, warum es am Wattenmeer so erholsam ist. So, ich habe mich für Sie hier ein bisschen umgezogen. Und zwar gehe ich jetzt diesem Lieblingssport der Insel nach, Stand-Up-Paddle-Polo. Habe ich noch nie gehört, aber wird sicher Spaß machen. Und ich hoffe, ich bin in der Siegermannschaft. Also, los geht's. Drücken Sie mir die Daumen. Kurz gesagt, es herrschen beste Spielbedingungen. Und das Meer ist die Spielfläche. Stand-Up-Paddle-Polo ist als Trendsportart groß im Kommen. Es kombiniert Teamsport, Wasserspiel und eben Stehpaddeln. Ganz einfach. Oder auch nicht. Nachdem sich die Mannschaften sortiert haben, kann es losgehen. 3 gegen 3. Eins ist klar, der Ball muss ins Tor. Na also, geht doch! Über die verlassenen Strandkörbe bei Utersum senkt sich die Sonne. Langsam kehrt Ruhe ein. Tropenstimmung kommt auf. Wir sind ja auch in der friesischen Karibik. Heute ist mein letzter Abend hier auf Föhr und ich habe mir was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar übernachte ich hier in diesem Schlafstrandkorb. Eins steht fest, ich komme auf alle Fälle wieder. Und vielleicht tun Sie das einfach auch. Jetzt schaue ich mir noch diesen wunderbaren Sonnenuntergang an. Also, bis zum nächsten Mal. Ihr Falk Willi Wild.